Ja, willkommen im neuen Video. Wir kümmern uns heute um die Motorlage. Der Motor steht draußen, weil wir die Kupplung ja wechseln und da haben wir gedacht, wenn wir den schon draußen haben, dann gucken wir uns die Motorlager mal an und schauen mal, ob wir die ein bisschen, ja, ob wir da so Motorsportlager einbauen oder so Zeug. Aber die sind ein bisschen teuer, 400 € ist mir ein bisschen zu viel. Drum, guter alter Trick, wird auch viel im Motorsport verwendet. Eigentlich Scheibenkleber, aber Scheibenkleber hat den großen Nachteil, dass er meist einkomponentig ist. Und wenn du jetzt das ganze Ding hier voll machst, hast du das Thema, dass außen das sicherlich gut trocknet, aber innen drin das ewig lang braucht, bis es durchtrocknet. Und jetzt könnte man es in den Ofen legen, dann wird es noch schlimmer, weil dann trocknet es erst außen komplett aus und innen drin bleibt es dann immer weich. Oder man macht es halt auf 3-4 Schritte. Wir haben da bei einer Firma angerufen, die so Zeug vertreibt und da gibt es so einen Klebedichtstoff, das haben die uns jetzt empfohlen, der ist zweikomponentig, den können wir einfach reinspritzen, auffüllen, dann trocknet das Ding durch, müssen nur ein bisschen schauen, dass wir hinmachen, weil in 30 Minuten ist das Ding fest. Und der große Vorteil ist halt, das trocknet sauber von innen raus durch und das Ding hat eine Shore-Stärke, also das hat 60 Shore. Wenn wir das komplett auffüllen, die Motorsportgeschichten, was da immer so verkauft wird, die haben, 80 oder sowas. Aber die Auflagefläche ist kleiner. Also das Material ist zwar robuster und wir nehmen jetzt mehr Material, dann führt es zu einer ähnlichen Wirkung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das Zeug ausgebaut, wir haben die sauber gemacht, das ist ganz wichtig, weil die alten Lager, wenn die schon so gebraucht sind und da so Dreck drauf haben oder Öl oder sowas, dann hast du das Problem, dass das Zeug nicht heben wird. Also schön sauber machen und dann geht es eigentlich schon los, oder? So, wichtig bei zweikomponentigem Material ist erstmal so eine Nudel woanders hin, weil sonst hast du das Problem, dass du Material drin hast, das nicht gemischt ist. So. Also das Material ist jetzt halt weiß und nicht schwarz. Jawohl. So, jetzt geht's los. Füllen wir auf die Marie. Genau, also wichtig ist eigentlich auch, dass ihr das blasenfrei so reinkriegt. So ein schönes altes Messer. Also das Zeug ist auch überlackierbar theoretisch. Und man darf sogar zum Pulver beschichten. Schweißdraht hergerichtet. Es gibt ja Leute, die schmieren sogar Beton im Motorblock. So, da ist das gute Stück schön ausgetrocknet. Also die Oberfläche ist eigentlich super geworden. Das Material lässt sich auch super verarbeiten. Und das sieht man schon hier, also das Ding ist schon ziemlich hart. Ja, also genauso hart wie eigentlich der Gummi innen drin. Allerdings ist das jetzt komplett ausgefüllt. Aber die andere Seite kann man das super bearbeiten mit dem Messer. Wenn man da ein bisschen hin und her fährt, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Eventuell, um das wirklich hundertprozentig sauber zu kriegen, würde ich es vielleicht zweimal machen. Dann wirklich bis den Mittelteil mal komplett machen und am Schluss noch mal ein bisschen die Oberfläche, dass es einfach nicht so viel flüssig ist. Wir haben uns das überlegt, wie können wir das zeigen, dass das Ding auch wirklich was bringt. Offen fahren auf der Straße ohne Haube, das kannst du ja nicht filmen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das bei MTO zeigen. Wir haben alte Aufnahmen gefunden, wo man das sieht, wie der Motor ganz gut wankt. Und dann sehen wir jetzt gleich den neuen. Und jetzt schauen wir zu MTO.
Also das sind die Aufnahmen mit dem originalen Motorlager. Da sieht man jetzt, wie der Telly losfährt und beim Einkuppeln und bei den Lastwechseln, wie der Motor extrem schwankt. Das merkst du natürlich auch in der Schaltung. Mit den neuen Motorlagern ist das halt alles viel steifer, der Motor kippt weniger. Gut, beim Seilzug ist nicht mehr ganz so extrem wie bei diesen Gestängen früher, aber man merkt es deutlich, der Motor hat weniger Wankbewegung. Und da war ich sehr positiv überrascht. Wir sind auf der Straße gefahren, es fühlt sich viel harmonischer an, wenn du die Kurven fährst und runterschaltest, das Ding wackelt vorne im Reifen. Also man sieht auf den Videos, wie das Kippmoment vom Motor bei den Lastwechseln extrem rausgenommen wurde. Wir wollen das mal nochmal hier so ein bisschen demonstrieren. Also das Ding kippelt zwar ein bisschen, aber das soll ja auch, kommt nicht für starr verschraubt sein, dass die Vibrationen rauskommen. Das ist das Lager von diesem MQ500 Getriebe, von dem manuellen, was wir da haben. Momentan ist ja der Motor draußen. Da können wir gleich mal zeigen bei dem anderen Lager, wie das ausschaut. Wir haben da gerade ein Originales drin. Das ist für das DQ500 Getriebe. Und da sieht man halt bedeutet, wie diese Wankbewegungen da eigentlich dann zustande kommen. Das Motorlager wackelt halt extrem. Ist natürlich ja gut für Komfort, wenn ich im Straßenbetrieb bin. Aber wir wollen das Ding ja ein bisschen straffer. Und so taugt es uns ziemlich gut. Und wir werden das Lager jetzt auch wieder so bauen. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere, hat der wirklich gerade DQ500 gesagt? Ja, wir haben ja das Problem mit unserem manuellen Getriebe gehabt und da ist jetzt was kaputt und wir waren auf der Suche nach einem TTS-Getriebeschalter, haben wir auch nichts gefunden und darum haben wir uns entschieden, einen DQ500 einzubauen. Die Vorbereitungen laufen gerade, das Getriebe hing schon mit Motor drin, haben jetzt natürlich den Motor rausgebaut, um den zu revidieren. Fredi macht den Motor jetzt wieder fit, dass der für die nächste Saison bereit ist und dann filmen wir die nächsten Wochen den Einbau von dem DQ500 Getriebe, was da alles ran muss und dann sehen wir uns im nächsten Video.